Assalamu alaikum aus Pakistan. Wir sind auf dem Weg in den Iran, aber zwischen uns und der Grenze liegen noch 1500 Kilometer Fahrt. Wir haben jetzt Islamabad verlassen und sind jetzt auf der Autobahn, auf so einem Express Highway und können jetzt erstmal hier entspannt 300 Kilometer geradeaus fahren. Aber dann endet leider die Autobahn irgendwann und wir sind dann in Baluchistan, und durch Baluchistan bis zur Grenze wird man ja mit so einer Polizeieskorte eskortiert. Man meldet das nicht an, man fährt einfach da lang und ja, irgendwann werden die uns dann anhalten. Es gibt ja auch diverse Checkpoints. Also heute ein Tag und dann halt 4 Tage Eskorte wahrscheinlich, weil wir sind auch nicht so schnell und ja, ist auch manchmal ein bisschen chaotisch mit den Wechseln. Also die Polizei wechselt dann ja immer nach ihrem Revier und ja, wird eine anstrengende Zeit und ein bisschen chaotisch, und jetzt machen wir uns auch ganz schön aufgeregt, weil es ein bisschen nervig ist, aber wir versuchen heute diesmal ruhig zu bleiben und wir haben auch ein paar Dinge, die wir diesmal anders machen wollen. Wir haben uns fest vorgenommen, ruhig und nett zu bleiben. Das ist manchmal bei einem für mich echt schwierig, aber anders nützt es ja auch einfach nichts. Wir werden unsere eigenen Grenzen ganz klar machen, das heißt, keiner wird hier mitfahren. Die Türen werden zugemacht werden, weil wir schon so Situationen hatten, dass die dann halt die Türen einfach aufmachen, ohne zu fragen, und das fühlte sich dann einfach nicht so gut für uns an. Selfies werden wir gucken, ob wir da Lust drauf haben, aber da werden wir auch öfter mal Nein sagen. Und wenn die uns zu langsam sind, dann fahren wir einfach weiter, oder wenn uns das zu unorganisiert ist. Das haben Freundinnen auch gemacht und irgendjemand wird uns dann schon irgendwann wieder einfangen. Ich spreche kein Englisch oder so. Polizeizusammentreffen Nummer 2. Wir haben vorhin Mittag gegessen unter einer Brücke, weil die so ein bisschen Schatten gespendet hat. Und auf diesem Express Highway gibt es eigentlich wenig Parkplätze, wo man an der Seite parken kann. Das heißt, alle parken halt auf dem Standstreifen, wenn sie dann doch mal eine Pause brauchen. Die haben uns dann da weggeschickt, weil sie meinten, es ist eine leichte Steigung in der Straße, nicht, dass jemand uns nicht sieht und zu viel Schwung hat und in uns reinfährt. Und dann meinten sie, in 20 Kilometern wäre eine Raststätte. Die haben wir nicht gefunden. Dann nach 50 Kilometern haben wir gesehen, dass hier eine Ausfahrt ist, wo halt angeblich eine Raststätte ist. Die scheint aber noch nicht gebaut zu sein. Hier stehen wir jetzt und da kamen jetzt gerade halt die zweiten, die meinten, Parking ist verboten, wobei hier auch kein Schild ist und jetzt noch 100 Kilometer weiter dieser Express Highway ist. Also es gibt halt keine Möglichkeit, hier jetzt irgendwo an der Seite zu parken, außer die hier. Hier ist kein Parken verboten Schild, aber ein Schild, das sagt Raststätte. Und dann war ich jetzt nicht so nett, muss ich sagen, weil ich direkt so war, ja, was wollt ihr jetzt von uns? Und jetzt hoffen wir, dass wir hier die Nacht verbringen können. Ich habe ihnen jetzt halt gesagt, so, hier ist kein Schild. Wir kochen jetzt erstmal Abendessen, geht einfach weg. Jetzt sind sie weggegangen. It's not suitable place for you. It is. Thank you very much, because we don't want to drive anymore. We need rest, so we're gonna rest here. And you can leave us alone and take care of real problems and not harass tourists. Guten Morgen, es war eine richtig tolle Nacht. Die Polizei kam da nachts nochmal vorbei und war hier mit Sirenen und Blaulicht. Ist dann einfach hier stehen geblieben, also hat sich nicht getraut zu klopfen. Dann kam mega das heftige Gewitter, deswegen mussten sie alle in ihre Autos. Und ich weiß nicht, wann sie dann gefahren sind, aber heute Morgen gerade wurden wir dann wieder von Sirenen geweckt. Und jemand hat hier an die Tür geklopft. Wir haben es diesmal einfach ignoriert. Jetzt sind sie auch wieder gefahren. Also die sind ein bisschen schüchterner als die Leute im Norden, die dann immer unser Auto halb auseinandergenommen haben, wenn wir nicht sofort aufgemacht haben. Aber ja, es ist einfach kein schönes Gefühl, immer dann versuchen zu schlafen und nicht zu wissen, kommt jetzt noch mal jemand und so. Und ist halt auch wieder echt so unnötig. So, wir sind hier einfach an der Seite auf einem Highway, so hier passiert nichts und die haben einfach nichts anderes zu tun, als halt alle paar Stunden dann bei uns zu gucken, oh, sind sie noch da? Und wir müssen dafür sorgen, dass die aus unserem Gebiet raus sind.
Bisschen lächerlich. Wir haben ja gesagt, dass wir irgendwie das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen wollen und wir wollen ja auch nicht wieder so ein super negatives Video machen, was ein bisschen schwer wird. Aber hier etwas Lustiges. Wir haben hier so Wassermelonen gefunden, die hier einfach so wachsen. Wir haben uns auch gerade gefragt, können wir die Pflanze jetzt mitnehmen und dann gießen und dann haben wir richtige Wassermelonen. Und das Lustigste, also noch eine richtig lustige Geschichte, wir haben die schon mal im Iran so gesehen auf so einem Feld und dachten so, hä, sind das Kürbisse und so, was ist das denn? Und dann haben wir so ein Ding mitgenommen und irgendwann später dann, weil wir dachten, es ist ein Kürbis, dann gegrillt. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen Mini-Kürbis. Aber es war tatsächlich eine Wassermelone. Also haben wir mal eine Wassermelone gegrillt, aber wir haben es nicht erzählt, weil es war ein bisschen zu peinlich. Aber das sind, ich bin mir ziemlich sicher, Wassermelonen. So, weiter geht die Reise. Wir wollen doch Spaß haben. Ja, wir sind positiv. Boah, krass, Kamele haben wir echt lange nicht mehr gesehen, richtig cool. Wir kommen jetzt hier zur Maut, weil hier ist das Ende vom Highway und Top-Tipp, wir heben immer diese ganzen Mautzettel auf, weil die denken immer, wir sind ein LKW, was auch immer und dann müssen wir immer, wäre es immer doppelt so teuer. Aber wir sind ja eigentlich hier privates, kleineres Auto, also ein Van und kein Truck. Deswegen heben wir das auf, dann können wir denen immer sagen, so hey, wir müssen nur so viel zahlen. Hello. Is this? Okay. Thank you. Okay, damit sind wir von der Autobahn runter und jetzt sind es noch 1200 Kilometer bis zur Grenze. Alles auf Landstraße und jetzt werden sie uns dann bald hier einfangen, weil da vorne ist glaube ich auch nochmal eine Maut und dann bestimmt auch Checkpoint und so und dann werden sie sagen, halt, stopp, dangerous! Ja, aber darauf sind wir vorbereitet. Wir wussten vorher, dass man in Baluchistan eskortiert wird. Haben wir auch schon mal gemacht. Ja, genau. Und das ist halt was anderes, als wenn man dann gesagt bekommt, ja, da oben im Norden ist sicher und dann kommen sie ja trotzdem an. Genau. Aber gut, wir haben jetzt diese 1200 Kilometer vor uns, haben uns ja viele Dinge vorgenommen, ruhig bleiben, nett bleiben, mal gucken, wie das so läuft. Und ja, jetzt geht's gleich weiter. Wir haben uns ja eigentlich emotional darauf vorbereitet, jetzt hier gleich in die Hände der Polizei zu kommen. Aber jetzt sind wir schon am dritten Ort vorbeigefahren, wo wir dachten, jetzt kommt's. Und irgendwie war da nicht mal ein Checkpoint und jetzt sind wir weiterhin alleine unterwegs. Auch ein bisschen komisch. Also immer anders als erwartet hier. Ja. Polizei, wo seid ihr denn? Ihr müsst uns doch sagen, wo wir gleich später schlafen sollen. Das ist aber ein bisschen zu breit, ne? Oh je. Toll. Uiuiui, hier ist ja chaotisch. Achtung! Fürs Mittagessen haben wir uns jetzt hier ein bisschen versteckt, so neben der Straße hinter so Büschen, in der Hoffnung, wobei die sehen uns da ja noch. Mist. Ja, Naja. das ist nicht direkt so auffällig, dass wir ein ausländisches Auto Nee. sind, sondern da steht halt irgendwas. Ja, Und das ist jetzt auch nicht in der Nähe von einem Dorf oder so, sondern eher so im nirgendwo, Wald. ja. Ja. Also bisher läuft sehr viel besser als gedacht. Da waren so ein paar Checkpoints, aber irgendwie ist nicht so viel los wie letztes Mal gefühlt. Nicht so viel Polizei, nicht so die Checkpoints sind irgendwie, da fährt man einfach durch jetzt. So, jetzt essen wir in Ruhe Mittag. Ja. Und wir haben noch vom Sonntagsmarkt aus Islamabad Zuckerrohrsaft mitgenommen. Ja.
Was auch niemand vorher sagt, bevor man so eine Reise antritt an so Länder, wo es auch wirklich viele staubige Straßen gibt, ist, wie viel Staub am Ende im Van landet. Also wir haben ja in der Ferienwohnung schön unsere Bettsachen waschen lassen, aber von hinten durch die Tür kommt jetzt immer ganz viel Staub. Jetzt sind wir in der Taliban-Schlucht, also so nennen wir das, weil letztes Mal hat die Polizei gesagt, hier ist Taliban, ganz gefährlich. Und 10 Kilometer vorher war gar nichts, da konnten wir sogar alleine fahren, ohne Eskorte. Also das war wieder so ein Beispiel, wo man merkt, okay, die erzählen irgendwie Blödsinn. Das war dann aber auch der Moment, wo sie uns erzählt haben, dass die halt dafür extra zusätzlich Geld bekommen, wenn sie so eine Eskorte machen, also die Touris hier eskortieren. Und die Polizeistation muss sich halt auch irgendwie finanzieren. Und deswegen wollten die wohl auch immer Fotos vom Pass, Fotos von uns. Und dann können die das wohl irgendwo einreichen und dann kriegt die Polizeistation nochmal extra Geld. Da wir weiterhin der Polizei bis jetzt entkommen sind und es jetzt bald dunkel wird und wir ungern im Dunkeln weiterfahren wollen und jetzt auch echt ein bisschen müde sind, versuchen wir jetzt hier mal wild zu campen. Mal gucken, ob das klappt. Wir versuchen uns jetzt von der Straße versteckt hier ein bisschen hinzustellen. Hier sind aber auch echt ganz gute Wege und so und es ist voll schön hier, vielleicht hier um die Ecke. Ja, entweder die Polizei findet uns dann oder wir haben halt Glück und verbringen hier eine ruhige Nacht. Wir werden sehen. Ja, wir wissen aber sonst sowieso nicht, was wir jetzt machen sollen, weil irgendwo die nächste Stadt kommt halt bald, da werden sie uns sowieso anhalten. Dann lieber jetzt noch mal vielleicht hier eine ruhige Nacht haben. Okay, wir haben vergessen, in Pakistan gibt es ja auch über 200 Millionen Menschen und innerhalb von 5 Minuten waren dann 4, 5 Leute und bestimmt 7 Kinder oder so direkt bumm. Weiß auch nicht, ich bin ja sogar um die Ecke gegangen, ich habe niemanden gesehen, nur eine Person. Naja, und am Ende haben sie halt gesagt, okay, komm doch in unser Dorf. Ja, und das machen wir jetzt, weil da stehen bleiben werden sie uns nicht lassen. Alternative wäre, wir fahren jetzt wieder weg, dann kommt aber gleich die Stadt mit Checkpoints, das heißt wir, keine Ahnung, müssen da wieder auf irgendeinem lauten Hotelparkplatz schlafen mit Generator und morgens um 5 kommt dann die Polizei irgendwie und klopft an unsere Tür. Und jetzt haben wir halt nochmal die Chance, hier mit Leuten in Kontakt zu treten, weil sobald wir in dieser Eskorte drinstecken, hat man null Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen. Wir sind dann quasi deren Gäste, die wissen, dass wir da sind. Und dann werden wir nachts auch in Ruhe gelassen, weil ja, die wissen halt Bescheid. Das ist ja immer das Ding, ne? Wenn man irgendwo parkt, aber keiner weiß Bescheid, dann kommen halt Leute, die sich wundern. Aber so hoffen wir, dass das dann ganz gut wird. Oh ja, was für ein Abend. Es war jetzt wieder richtig lustig. Wir sind jetzt zurück im Van, ist jetzt ungefähr 9 oder so. Und das Gute war, der eine, der uns eingeladen hat, der ist irgendwie Lehrer und konnte halt ganz gut Englisch und die sind hier Pashto. Genau, das ist der Stamm, zu dem sie gehören. Sie sprechen auch die Sprache Pashto, haben nochmal so ein bisschen eigene Rituale und Traditionen und so weiter. Wir müssen uns da noch ein bisschen besser informieren, aber es ist halt hier so eine bestimmte Gruppierung, die generell aber auch in Pakistan und ich glaube sogar auch in Afghanistan und dem Iran verbreitet ist. Und da zählt natürlich auch wieder Gastfreundschaft ganz viel, was wir heute wieder irgendwie voll merken durften. Naja, erstmal haben wir dann natürlich Tee bekommen und so. Und dann haben wir uns mit denen ein bisschen unterhalten und dann haben sie natürlich auch noch dann gefragt, ob wir essen wollen und so. Und das konnten wir jetzt natürlich auch nicht ablehnen, obwohl wir haben es wirklich versucht. Ja, und als sie ankamen, hast du ja schon angefangen zu kochen und so. Aber die freuen sich ja auch total irgendwie dann uns da was anzubieten zu können. Ja, für die ist es ja voll was Besonderes, dass da jetzt Touris sind. Wahrscheinlich sind wir die ersten Touris in diesem Dorf gefühlt, ja. Weil bei den Kindern waren wir auch voll das Event. Wir waren ja jetzt auf diesem Hof quasi und dann war da so eine Mauer und dann haben die ganzen Kinder immer da drüber geguckt. Versucht über die Mauer zu gucken oder durch die Tür rein. Dann haben sie mal gesagt, geht weg oder so. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, kommt rein. Und plötzlich kamen 30 oder 40 Kinder rein, die sich dann alle da so hingesetzt haben, wie als wäre da jetzt so eine Zirkusaufstellung gleich, also in so Reihen hintereinander und dann haben sie alle
uns angeguckt, wie wir so, da sitzen. hallo, was sollen wir Und, jetzt machen? und daneben halt dann auch die Männer, das waren ja auch, keine Ahnung, 10, 15 Ja, es war Leute wieder kamen da immer. Dieses typische Leute kommen und gehen. Mariano musste ungefähr 20 Mal aufstehen, um irgendeinem Mann hier anzureichen. Und dann kamen immer so richtig hammeralte Männer, die so aussehen wie aus so einem Film, ne? So wie so ein Dumbledore oder... Also, Wie so Buchcharaktere, die geschrieben wurden, die halt jetzt nicht normschön sind, sondern interessant aussehen sollen. Also mit ihren Hüten und diesen langen gepflegten Bärten und dann teilweise so krassen Augen und irgendwie coolen Falten, die so richtig so Charaktere sind. und die kamen so nach und nach immer an und da musste ich jedes Mal immer aufstehen und denen Hallo sagen. Ja, bei mir reicht es dann so, wenn ich Hallo. Und dann kam als wieder einzige jemand und dann Frau. so, hä, habe ich dem schon Hallo Und gesagt? ich immer so, nein, du musst nochmal aufstehen. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, essen wollten wir da erst nicht, aber haben dann doch zugestimmt, weil wir wollen ja denen nichts wegessen und so, weil wir sind in Baluchistan, das ist eine sehr arme Region, aber sie haben sich halt voll gefreut und wollten das unbedingt. Ja. Und da war es dann aber so, dass wir zuerst das Essen bekommen haben als Gäste und die dann danach gegessen haben, aber teilweise halt auch sozusagen die Reste von dem, was wir halt gegessen haben. Also teilweise wurde es nochmal aufgefüllt, teilweise aber auch nicht. Und so ein Gericht haben wir halt komplett aufgegessen. Also es war so eine Auberginen-Creme, sage ich jetzt mal. War mega, mega lecker, aber da weiß man dann halt nicht, ist es jetzt unhöflich, das nicht aufzuessen? Oder ist es nicht so cool, es aufzuessen? Und Weil jetzt, wir haben auch irgendwie 4 Teller Reis bekommen und wir so, hä, sollen wir jetzt beide 2 Teller Reis essen? ja, es ist halt, das ist halt so auch das Spannende und auch so ein bisschen dieses aus der Komfortzone raus sein, wenn man so in völlig neue Kulturen reinspringt, weil es war halt jetzt halt so, Mist, das haben wir jetzt aufgegessen, das haben sie jetzt nicht nachgefüllt. Ja, das aber heißt, es kam doch dann nochmal was. ja, sie haben schon dann genug gegessen, aber trotzdem weiß man das halt nicht. Weil im Iran habe ich zum Beispiel, da war es irgendwie immer so, iss mehr und wenn du nicht genug isst, dann ist es unhöflich und so. Und das muss man halt erstmal irgendwie neu lernen. Und da hat man auch zusammen gegessen. Und hier oder in Ladakh. In Ladakh war das auch so, ne? Die Gäste essen zuerst und dann, wenn die fertig sind, dann essen die anderen. Ja, genau. Ja. Aber es war mega, mega lecker. Also jetzt habe ich voll das Gefühl, wir haben pakistanisches Essen doch gar nicht genug kennengelernt, weil es war echt richtig Sonst haben wir lecker. nämlich immer hauptsächlich Pommes gegessen. Ja, weil es war halt wenig vegetarisch und das war jetzt alles mega easy vegetarisch, weil hier wahrscheinlich in den ärmeren Gebieten Fleisch einfach nochmal was anderes ist als in der Hauptstadt in Islamabad, wo mehr reiche Leute leben, die jetzt alle auch zu KFC gehen, ist hier Fleisch wahrscheinlich was, das gibt's nicht so oft und wenn nur bei Feiertagen und so weiter. Ich habe denen dann noch die Karte gezeigt, so das ist so, das machen wir immer voll gerne, weil es so ein bisschen interaktiv ist und da muss man jetzt nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Und wir so, nee, über Land und so und was, über ein Jahr lang seid ihr hergefahren, dann rasten immer alle aus, so, what? Es war voll spannend und ist irgendwie einfach so ein cooler Einblick hier in Baluchistan. Da haben wir jetzt einfach so Glück gehabt, dass wir das jetzt machen konnten, weil wären wir jetzt mit der Eskorte unterwegs gewesen, wäre das niemals möglich gewesen. Das Einzige, was für uns ein bisschen ungewohnt ist, dass wir jetzt da nur mit den Männern saßen und uns mit denen unterhalten haben. Und wir haben jetzt, also außer die Kinder, da waren halt auch viele Mädchen dabei, aber sonst haben wir jetzt keine Frau, nicht die Schwester, nicht die Mutter. Also die haben ja wahrscheinlich das alles gekocht, aber wir haben die nie gesehen. Und dann haben wir erst überlegt, so ja, fragen wir jetzt mal, ob wir die auch kennenlernen können. Aber es ist ja auch vielleicht ein bisschen komisch, weil die ja auch, ne, in der Kultur ist das ja irgendwie so, dass die irgendwie, ja, Ja, im Schatten unterwegs sind und jetzt nicht unbedingt von fremden Männern kennengelernt werden sollen oder so. Aber für mich ist es dann halt wieder so ein bisschen komisch, weil für mich als Europäerin gelten dann halt quasi wieder andere Regeln. Ja, aber Und du das- sitzt dann da mit 15 Männern und Ja, dann unterhält man sich so und ja, das ist schon ein bisschen komisch. für uns, ja. Okay, dann können wir jetzt hier hoffentlich in Ruhe schlafen. Alle wissen ja Bescheid, wer wir sind. Alle Kinder haben uns gesehen. Jetzt sind auch eigentlich alle irgendwie schlafen. Es ist dunkel draußen. Und dann, ja, morgen früh, weiß nicht, trinken wir mit denen dann nochmal Chai und dann fahren wir Richtung Quetta. Das ist gar nicht scharf. Ah, jetzt. So, wir haben jetzt da nochmal gefrühstückt, haben auch 10-mal gesagt, wir haben selber Frühstück, aber sie haben darauf bestanden und fahren jetzt. Eigentlich wollten wir nochmal durchs Dorf laufen, aber da meinten sie,
Die Kinder sind irgendwie ein bisschen frech und dann werden wir so ein bisschen gestört dadurch. Also sie wollten uns das einfach nicht machen lassen. Sie meinten jetzt auch, wir sollen auf die Levis warten. Aber wir haben gesagt, wir fahren jetzt ohne, weil das jetzt wieder dann eine Stunde dauert, bis die ready sind. Und wir das ja auch alleine schaffen. Irgendwann werden die uns schon aufsammeln und dann ist auch okay. Also heute haben wir 350 Kilometer, glaube ich, bis nach Quetta. Und ja, gleich werden die da wahrscheinlich dann stehen. Aber ist ja jetzt okay, wir haben den einen Tag jetzt quasi uns erspart und der Teil, das war auch so echt der schlimmste Teil, weil da war es so super chaotisch mit den Wechseln und dann war es zum Teil einfach auch dann nur so ein alter Mann auf dem Moped mit seiner Kalaschnikow und ich weiß auch nicht, wie der uns dann jetzt wirklich beschützen soll, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, keine Ahnung. Und dann war es ja auch manchmal so, dann hatten sie niemanden, der uns eskortieren kann und dann haben sie gesagt, okay, hier ist nicht gefährlich, hier könnt ihr alleine fahren. Und dann irgendwann waren da wieder welche und so. Also es war so ein sehr langer, chaotischer Tag, wo wir dann, und das war ja auch so das Ende der Escort, da waren wir dann am Ende richtig fertig. Deshalb sehr gut, dass wir den Teil quasi jetzt entspannt geschafft haben. Und jetzt bis nach Quetta, ja gut, das wird dann heute nochmal sehr lang. Und nach Quetta war es dann auch eigentlich ein bisschen besser und entspannter, weil da waren nicht so viele Wechsel und es war ziemlich gut organisiert. Deshalb, das Schlimmste haben wir geschafft und ja, ob jetzt vor uns ein Auto fährt oder nicht, ist ja auch egal. Ich meine, wir fahren so schnell, wie wir wollen und so. Das Anstrengende ist dann halt immer nur diese Wechsel, die dann manchmal ein bisschen lange dauern oder dieses, ne, dass es so ein bisschen chaotisch ist und sie sagen, warte 10 Minuten und dann dauert es eine halbe Stunde und so. Naja, aber mal sehen. Wird schon jetzt. Also wir nehmen jetzt die Sicherheitslage hier nicht irgendwie auf die leichte Schulter, aber wie gesagt, wenn uns halt nur ein Opa mit einem Moped beschützen soll, dann hilft das wahrscheinlich echt nicht so viel. In Quetta sieht man auf jeden Fall, dass die Situation so ein bisschen tricky ist und da werden wir uns dann natürlich auch an die Regeln halten. Und ich wollte euch noch erzählen, dass ich als Frau oder wir uns generell kleidungsmäßig immer so ein bisschen der Situation anpassen. Also gestern Morgen, als wir alleine im Auto waren, sind wir beide in kurzen Hosen hier gewesen. Immer wenn ich dachte, okay, jetzt sieht mich jemand, habe ich meine Beine mit diesem Schal bedeckt. Und als wir jetzt aber in dem Dörfchen waren, hat Mariano sich eine lange Hose angezogen und ich habe halt das Kopftuch wieder genommen, weil die halt ein bisschen traditioneller sind und wir uns ja da auch ein bisschen anpassen und respektvoll verhalten wollen. Aber ja, wenn es nicht nötig ist, dann ist es auch schön, noch ein letztes Mal vor dem Iran, wo halt Kopftuch und so Pflicht sind, auch nochmal eine kurze Hose zu tragen und so, weil eigentlich darf man in Pakistan anziehen, was man möchte. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, Baluchistan sieht halt mega schön und spannend aus und ich meine, das war auch im Norden so, also es ist wirklich ein bisschen schade, dass wir hier nicht so frei rumreisen können. Wir erwarten natürlich auch nicht, dass wir in jedes Land kommen und da alles so ist, wie wir uns das wünschen, aber wir wollten es trotzdem mal sagen, dass es halt wirklich schön und spannend aussieht und halt auch so wirkt, als gäbe es noch viel zu entdecken und zu lernen einfach. Oh ja. Guten Morgen, Job. Oh je. Oh je, da müssen wir lang. Jetzt wurden wir immer noch nicht aufgehalten. Was ist das denn hier? Das Video wird auf jeden Fall anders als gedacht. Wir dachten ja, nervige Polizei-Escort durch Pakistan und jetzt ist es, wir fahren alleine durch Baluchistan. Ja, wir haben jetzt hier Mittagspause gemacht auf diesem Feld und wir warten immer noch auf die Levis und die Polizei. Wo sind die denn? Ja, jetzt sind wir wirklich richtig ersichtlich und es kommt niemand. Ja, also wir sind jetzt echt hier aber auch total durch die leere Landschaft von Baluchistan gefahren. Also hier ist auch einfach nicht so viel. Da war vorhin eine Stadt mal kurz, aber sonst ist hauptsächlich leere Landschaft. Ein paar Hütten rechts und links, aber das war's. Ja, und dann in 2 Stunden sind wir dann in Quetta. Mal sehen, ob bis da uns jemand nochmal anhält. Ich bin gespannt. Uns hat dann tatsächlich jemand versucht anzuhalten, aber anders als wir erwartet haben, was dann dazu geführt hat. Wer, wie, was, warum, zeigen wir euch in der nächsten Folge.
Danke erstmal fürs Zuschauen und euch allen eine schöne Weihnachtszeit.